Moin zusammen, Asterios hier und willkommen zum zweiten Teil des Säulenguides. Beim letzten Mal haben wir ja diese Säule im Hintergrund hier mal nachgebaut, also im Zeitraffer-Video und so. Und für das jetzige Video habe ich mir was ganz Besonderes gefunden oder ausgedacht. War eigentlich eher Zufall, dass ich mir das überlegt habe, aber egal. Eigentlich wollte ich Treppen machen, die sieht man im Hintergrund, aber die kommen irgendwann, wir machen was anderes. Jetzt kommen mal ein paar runde Säulen und zwar diese schönen Säulen, darum geht es in diesem Video. Die sind alle aus Objekten gebaut, also Assets quasi. Ähm, Sind alle schön rund, mehr oder weniger. Ähm, Die sind aus den Kalksteinvasen und den neuen Steingeländern gebaut. Gut, das Ding ist aus dem Gartenzaun. Da kriegt man eine schöne weiße Säule raus. Ich habe das jetzt mal so eingeteilt, dass ich hier quasi so sehr dünne Säulen gemacht habe. Das heißt, einmal aus der... Wo ist sie hin? Dieser kleinen Kalksteinvase und... Also für den ersten diese kleine Kalksteinvase hier verwendet. Und die übereinander gestapelt. Hier der Gartenzaun, Posten. Ich glaube so ähnlich. Ich blende es ein. Ein bisschen stärkere Säule und weniger mit diesen Kanten dazwischen. Diesen mittleren Kalksteinvase. Dann haben wir hier mal größere Säulen. Da kann man in die große Vase nehmen. Und dann haben wir hier nochmal eine Säule aus dem feiner Steinzaunecke. So hieß das Ding also. Man kennt's. Ähm, ja, daraus die Säule gebaut. Ergibt eigentlich eine schöne griechisch-römische Säule, würde ich mal fast sagen. Wäre zwar schöner, wenn es ohne diese Sprossen und Auswölbungen nach außen hier gehen würde, aber man kann nicht alles haben. Ich habe auch die Säulenköpfe unterschiedlich gebaut. Das heißt, ich habe hier ja diese Steinecke einmal 180 Grad gedreht und von oben dran gehauen. Das seht ihr dann gleich in den nachfolgenden Teil, wo das dann mit dem Nachbau ist halt. Ich habe es mal in verschiedene Positionen platziert hier. Da kann man sich dann halt aussuchen, was einem besser gefällt, ob man lieber hier so eine Kante haben will und den Stein dazwischen. Den Stein kann man hier frei wählen. Oder hier das tiefer nach oben. Oder ja, ich finde persönlich, ich glaube, die Variante sogar am besten eigentlich. Hat einen besseren Übergang, aber hier wird die Säule halt länger. Das braucht man zum Beispiel bei dieser weißen Säule dann zum Beispiel. Und hier aus den Grabsteinen halt die Sockel vor den Säulen gebaut. Da gibt es einen kleinen Trick, dass man die auch so gut platzieren kann. Ist nicht eigentlich ganz easy, wenn man weiß wie. Und hier oben habe ich dann zwei Varianten. Einmal so einen kurzen Kopf quasi wie den Sockel und so ein, ja, nach oben sehr langen Kopf auffächernd. Und dann kann man ein Gewölbe drüber ziehen oder einen Bogen oder was auch immer man möchte. Ja, und dann springen wir auch gleich zum Bauen über. Und falls euch das Video schon gefällt, lasst gerne ein Abo da und über einen Kommentar und ein Like würde ich mich sehr freuen. Und dann legen wir mal los. So, dann legen wir mal los. Und zwar mit der feinen Steinecke als Sockel dreimal. Das Ding 180 Grad gedreht, dreimal an die Decke. Die mittlere für diese weiße Säule, das sind 10 Blöcke Abstand zueinander, wegen der Säulenhöhe. Also die braucht 10 Blöcke insgesamt dann. Für die erste nehmt ihr die Kalksteinvase, die so ein Becher aussieht. Die macht ihr immer so 4 Ticks hier mit diesen Feinjustieren nach oben versetzen und dann immer übereinander stapeln einfach. Das ist ja ein Trick. Nehmt die Einrastfunktion, das geht prima bei diesen einen Blockgeschichten. Ne? Nächste Säule, da kommt diese mittlere Kalksteinvase. Da habe ich jetzt nicht gezählt, wie weit die auseinander sind. Umso näher die zusammengestapelt sind, umso gleichmäßiger ist die Säule, sag ich mal so. Da kriegt man eine gute, gleichmäßige runde Säule hin. Und dann noch Steine oben dran. Ja, habt ihr ja gesehen, wie das dann aussieht. Bei diesen Gartenzaun, dann nehmt ihr mal zwei, stackt die ineinander, 45 Grad Winkel zueinander versetzt und oben einfach direkt dran
Quatsch und das gleiche nochmal. Das war's schon. Steine oben nochmal dran in die Kante. Das ist das große Geheimnis der Säulen. Und dann geht gleich mit den nächsten Säulen weiter, die ein bisschen größer sind. Dann nehmen wir erstmal hier 11 Blöcke. Das war aber eher für mich zum Abmessen, weil ich die für eine 16er Deckenhöhe ausgelegt hatte. Die Höhe ist euch überlassen. Die könnt ihr kürzer, höher machen, wie ihr wollt. Der Trick am Ende jetzt hier mit dem Sockel ist, ihr macht so ein 5 Blöcke hinsetzen. Am besten die Bronzeblöcke, weil die diesen runden Mittelanschlag haben. Die Grabsteine richtet ihr dann halt genauso wie im Video danach aus. Und dann bekommt ihr einen perfekten Sockel einfach nur, der für so ein 1x1 Säule ausgelegt ist. Das ist es. Kein Einrasten verwenden, einfach so frei platzieren. Die goldenen Punkte auf dem Bronzeblock geben euch die Richtung an. Und in der Decke macht ihr das Gleiche. Quasi spiegelverkehrt. Und 80 Grad gedreht den Grabstein und dann geht das oben an die Decke dran. Genauso wie zwischen die 2 Punkte so. Und das macht ihr mit 4 Seiten. Ihr könnt in der Mitte noch so einen Bronzeblock stehen lassen. Das ist für die Kalksteinvasen zum Annoppen besser. Und den sieht man auch nicht, weil der keine Kanten zieht so. Na, dann könnt ihr die großen Kalksteinvasen nehmen. Die geben ja eine breitere Säule. Ob das jetzt von oben oder von unten die Kalksteinvasen verwendet, das ist, glaub eigentlich egal. Vielleicht geht es von oben nach unten, wenn sie 180 Grad dreht, ein bisschen besser. Weiß nicht, habe ich jetzt keinen Unterschied festgestellt. Bei den letzten müsst ihr auf alle Fälle ein bisschen Freihand was machen. Das heißt, einrasten aus und dann müsst ihr das so ein bisschen mittig platzieren und gucken, dass das nur so im mittleren Teil dieses Blaue anzeigt. Dann wisst ihr, dass ihr ungefähr gerade seid und mal nachkontrollieren, ob es gerade geworden ist. Gleiches Spiel nochmal mit dem Sockel. Ihr könnt das verinnerlichen, wie das ganz einfach ist. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich auch noch andere Sockel-Varianten, aber es gibt wenige, die für einen Block-Dinger richtig funktionieren, glaube ich. Muss ich mal gucken. Ja, an sich das gleiche nochmal. Nur, dass ihr jetzt hier diesen länglichen Grabstein nehmt für diesen hohen Kopf. Ich finde beide schön. Und mal gucken. Also, die Varianten gibt es ja noch viel mehr. Ich habe halt erstmal die gemacht. Wollte auch kein halbe Stunde Video draus machen. Wieder einfach so ausrichten. Nur diese richtet ihr jetzt diesmal an die goldene Kante außen aus, nicht an die Punkte in der Mitte. Kriegt das gleiche. Also, die Bronzeblöcke sind ziemlich gut zum Sachen ausrichten, dadurch, dass die halt diesen Mittelanschlag haben und gerade Kanten. Ja, und sonst die Vasen wieder rein. Die anderen dazwischen frei reinpacken. So ein bisschen mit den Kuh, Mausrad, den Abstand verändern und dann kriegt ihr das dazwischen. Und das war's schon. So, jetzt kommen wir mal zu der ganz schönen Säule hier. Wieder das gleiche Muster unten für den Sockel. Das kennt man ja jetzt. Ja. Rechts muss man auch schon mal klicken. Und jetzt kommt diese feine Steinecke. Einmal gerade. Dann die Feinjustierung hier mit R plus Rechtsklick. Da macht er jetzt 4 weitere Säulen dazwischen. Also an die schon da steht, nochmal 4 Säulen so drinne rotiert in der eigenen. Dann kriegt ihr so ein geriffeltes Muster wie bei diesen römisch-griechischen Säulen. Ihr könnt die auch komplett durchziehen, aber das Muster geht nicht ganz weg. 180 Grad drehen und dann müsst ihr das ein bisschen so, ja, wie im Video halt so rein platzieren. Die Rillen sind jetzt schon vorgegeben, wo ihr jetzt das noch einrasten müsst und den oberen Teil, das ist das gleiche wie unten, also ihr wiederholt es nochmal. Versenkt den unteren Sockel von der Ecke und ja, in den Vertiefungen dann halt nochmal das, was ein bisschen rausguckt, dann ist das alles relativ gleichmäßig. Dann messt ihr mit den 4x-Block hier so 3 Blöcke oben ab. 2 Blöcke. Das ist nicht ganz in Blöcke einzuteilen halt. Und dann könnt ihr das wie bei den anderen diesen Kopf bauen. Das, ja, ist nichts Neues. Und das war's dann eigentlich auch bei der Säule schon. Also kein Hexenwerk, ist alles einfach zu machen.
Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei beim Nachbauen schon mal. So, das war's mit dem Baupart. Ich hoffe, ihr könnt was daraus mitnehmen und es hilft euch beim Nachbauen, falls ihr das wollt. Ich sag mal so, sie sind nicht so schwer zu bauen und dadurch, dass sie alle auf quasi einen Mittelblock basieren, kann man die Einrastfunktion nehmen. Das macht es sehr viel einfacher. Bei 2x2 Säulen, die sind nicht so geil zu bauen. Glaubt mir, das waren die ersten, die ich gebaut habe von der Variante. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet. Und dann viel Spaß beim Nachbauen. Ciao.